Willkommen zu Frequent Traveler TV. Gucken, ob der Ton stimmt, das Bild stimmt, alles läuft. Wenn ihr Kanalmitglieder seid, habt ihr das Setup schon mit der Leiter gesehen. Ihr habt hinter mir viel Natur, viele Kühe. Die laufen jetzt auch im Prinzip durchs Bild. Ich hoffe, sie kommen gleich, damit ihr seht, wie idyllisch es ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute auch ein Thema, was nicht idyllisch ist. Das ist Greenwashing. Wir werden mal besprechen, was überhaupt Greenwashing ist, damit ihr versteht, was es ist. Weiter geht es dann natürlich, dass der Verbraucherschutz dort die Fluggesellschaften in Europa 17 an der Zahl irgendwie bei der EU angeprangert hat. Dann geht es weiter mit der Lufthansa. Da habe ich euch mal einen Flug von gestern rausgesucht, der aufgrund des Wettergeschehens ein paar Landungen machen musste, bevor er von Athen in München landen konnte. Dann haben wir des Weiteren Portugal. Portugal stellt Bedingungen, wenn es darum geht, die TAP zu veräußern. Vielleicht wird die Lufthansa jetzt zum zweiten Mal glücklicher Gewinner, man weiß es nicht genau. Zweimal Zweiter, hätte ich fast gesagt, wäre ja doof. Dann Airbus A330, da gibt es von der BFU, vom Bundesluftfahrtamt für Flugunfalluntersuchungen, die haben jetzt erstmal einen Zwischenbericht gemacht für die A330 Neo von den Freunden der Condor, was da los war. Wir gehen dann weiter nochmal auf ein Statusmatch für alle Jünger, die Herz mögen, die am Limit leben wollen und in den Knast kommen. Ich sage euch gleich warum. Und Marriott, ganz wichtig, die gehören dazu zu dem. Und wir haben einen First-Class-Deal von Budapest nach Bangkok. Ja, damit haben wir doch schon wieder heute den Tag gut gestartet. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr den Ton gut habt und alles. Also insofern sollte alles laufen. Die Sonne brennt, etwas windig. War in Sorge, habe die Katze da dran gemacht. Ich mache mal ein Bild ein bisschen weiter raus, damit ihr mehr Natur seht. Und natürlich auch wieder das berühmte JetBlue-T-Shirt. JetBlue, JetBlue. So, da haben wir Natur, da seht ihr auch die Kühe. Dann haben wir das auch noch mal rausgesucht. In der Zeit konntet ihr ja den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, aber die Glocke ist das Allerwichtigste, damit ihr keine Sendung verpasst, denn zwischendurch gibt es auch immer wieder von mir irgendwelche Fitzel. Kanalmitgliedschaft, Kanalmitglieder wissen mehr und da gibt es dann auch natürlich, da gibt es Bilder, ja, da wisst ihr, wie die Kühe sind. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas noch haben. Ich hatte den noch, weil ich schwimmen war, die Uhr auf Wasser stehen. Gucken wir mal, keine Nachrichten bekommen, sollte alles funktionieren. Dann können wir auch direkt starten und geht dann Attacke los. Ja, also das erste Thema ist das Thema Greenwashing, was natürlich ein Riesenproblem ist. Erstmal Greenwashing, was das ist. Greenwashing ist, wenn man als Firma etwas tut und nur so tut, als ob es green wäre. Das heißt also, man wäscht sich selber in einer grünen Farbe und das ist so im Prinzip das neudeutsche Wort Greenwashing. Heißt also, man hat PR-Dinge, die man einfach macht. Ich will jetzt nicht in der Aviation sagen, dass man Greenwashing macht mit dem ganzen Ökofuel, Green Fair und so weiter und so fort, aber die Verbraucherschützer sehen das so. Das heißt, dass gewisse Claims, die Fluggesellschaften machen, gar nicht mal erlaubt seien, weil es Verbraucher irreführt. Da gab es ja eine Klage in England zum Beispiel gegen eine Werbung der Lufthansa. Da haben die sich ja auch dann durchgesetzt wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Fluggesellschaften wollen bis 2055, also das heißt dann immer Net Zero until 2055. Und dieses Net Zero will man erreichen, indem wir, wenn wir zum Beispiel SAF kaufen oder aber auch Bäume pflanzen lassen, dass wir dieses dann kompensieren können. Die Frage ist das echtes Kompensieren oder ist das nur eine Art Greenwashing? Ich selber habe dazu eine dezidierte Meinung, denn ich glaube, dass Fluggesellschaften oder Fliegen wird aber kurz oder lang nie CO2-neutral sein. Es fängt ja schon damit an, dass man Flugzeuge baut, dass man da Batterien einbaut zum Beispiel. Es fängt an weiter mit Titan und anderen Werkstoffen, die da eingebaut werden. Das kann gar nicht nachhaltig sein in dem klassischen Sinne, dass man das CO2, was man produziert bei der Produktion oder aber auch beim Fliegen, dann kompensieren kann.
Die andere Sache ist aber auch, was bringt uns das Fliegen oder was ist Fliegen eigentlich? Und Fliegen ist eigentlich nicht nur ein Privileg, weil es nämlich kein Grundrecht ist, sondern Fliegen hat uns auch, glaube ich, Frieden gebracht. Weil so viel, wie wir geflogen sind und wie viel wir andere Kulturen kennenlernen durften, ist es so, dass dieses Fliegen natürlich wesentlich mehr Vorteile hat, als wir wirklich ermessen können. Wie ist es denn mit Leuten, die zum Beispiel nach Afrika geflogen sind, nach Asien geflogen sind? Das sind ja alles Erlebnisse, die man sonst gar nicht in der Form hätte. Man kann natürlich die Frage stellen, ob jemand jedes Wochenende nach Mallorca fliegen muss. Das ist eine berechtigte Frage. Aber grundsätzlich ist Fliegen eine gute Sache. Wenn wir jetzt den CO2-Fußabdruck nehmen, dann kann das optimiert werden. Aber wir sehen ja gerade mit Paris-Le Bourget, mit der Paris Airshow 2023, es werden Tausende von Flugzeugen fast bestellt. Nicht nur, weil die Flugzeuge einfach gebraucht werden, sondern weil die Flugzeuge alte Flugzeuge ersetzen, die in Anführungsstrichen eine Dreckschleuder sind. Was aber auch natürlich nicht ganz so stimmt, wenn man sich das durchschaut, ist es in der Fliegerei ja so, dass immer wenn der Verbrauch niedriger geworden ist, dass die Flugzeuge ersetzt worden sind. Wir gucken uns das Thema Neo an. Angeblich gibt es auch dieses 380er Neo-Ding irgendwie, das irgendwo noch rumwabert. Emirates ist da ja immer noch nicht ganz drüber hinweg, dass man den 380er verloren hat. Ihr könnt ja jetzt unten kommentieren und reinschreiben, was ihr davon haltet. Und zwar die Frage des Tages ist auch, was sollen Fluggesellschaften denn auch tun, in Anführungsstrichen, wenn es kein Produkt gibt, was Fliegen CO2-neutral macht? Und die andere Frage, empfindet ihr es als Greenwashing? Nehmen wir doch mal Beispiele konkret. Das wäre die Lufthansa mit ihrer Green Fare, wo man 20% Meilen bekommt, als Beispiel. Oder aber auch das mit dem ganzen SAF, Finnair zum Beispiel 20 Cent pro Ticket werden in Sustainable Aviation Fuel investiert. Es gibt gar nicht so viel SAF, dass man damit alle betreiben könnte, alle Flugzeuge. Das nur so am Rande. Und was auch wichtig ist, ist in meinen Augen zu sehen, die Vorteile, die man rausgesorgt hat, dass man kein Plastik mehr hat und so weiter. Wer von euch erinnert sich noch, als wir das Essen im Flugzeug ausgepackt haben und das war alles in Zellophan oder Plastik eingewickelt und damit natürlich ein Riesenproblem. Natürlich weiß ich, dass man, wenn man sagt, man neutralisiert und so weiter und man ist da auch irgendwie am Kompensieren und am Machen und am Tun, dass das einen den Eindruck verschafft, dass Fliegen das ökologisch sinnvollste ist, was es auf der Welt gibt. Aber wir wissen ja selber, dass dem nicht so ist. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Ich habe jetzt lang genug darüber gefaselt. Jetzt seid ihr wieder dran. Wir haben dann als nächstes Thema die Lufthansa. Die Lufthansa ist mit ihrer LH 1755 war es, genau aus Athen nach München unterwegs gewesen und wollte landen. Das mit dem Landen hat dann nicht geklappt. Ich habe euch ein paar Bilder vorbereitet. Hier seht ihr das. Da ist man noch losgeflogen, ist dann auch hier über Österreich noch mal rumgejuckelt an den Alpen, hat gedacht, man kommt da durch. Aber dem ist dann nicht so gewesen. Was dann weiter passiert ist, ist, dass man dann nach Norden ausgebrochen ist. Ich ziehe das mal runter, muss das mal wieder wettmachen. Dann sieht man, dass man hier in Dresden gelandet ist. Ups, da ist mein Bild. Da seht ihr es schon. Das ist, wenn man mit einer Hand freihändig das Ganze macht. Dann ging es nach etwas Unterbrechung aus Dresden weiter. Und zwar ist dann die Delta, was war es denn, die Flugnummer? Und zwar ist das Flugzeug, die Delta Alpha India November Whisky, so ist es richtig. Die ist dann von Dresden über Prag wieder nach München geflogen und dann kurz vor München wieder abgedreht, um dann nach Nürnberg zu fliegen. Das war natürlich etwas unangenehm. Weiter ging es dann von Nürnberg aus, auch wieder mit etwas Wartezeit, in einem direkten Zickzack, so wie wir den alten Flug kennen. Nein, es ist keiner mitgenommen worden, es ist keiner aus dem Bus ausgestiegen, um mit dem Flieger zu fliegen. Und man ist dann umgeleitet worden. Also das heißt, man war 2 Stunden lang, glaube ich, war man in Dresden und dann war man noch mal in Nürnberg und aufgrund des Nachtflugverbotes durfte man dann wahrscheinlich später wieder landen. Ich muss mal gucken, wann die genaue Uhrzeit war, weil es UTC-Zeiten sind.
aber man ist auf jeden Fall mit der Maschine dann in München gelandet. Wichtig ist zu sagen, es war wegen des Unwetters, es war nicht wegen der Air Defender 23, die ja jetzt auch zu Ende gegangen ist. Damit haben wir nur mal so gesehen, was Wetterkapriolen bringen können. Und nein, es gibt keine Kompensation, nur so als Stichwort. Ja, ihr könnt ja mal unten kommentieren, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt und was eure Meinung dazu ist. Jetzt haben wir TAP. Ich gucke gerade, ob die Kühe noch weiterlaufen. Ne, die bleiben da einfach vor sich hin stehen. Ich drehe gleich mal am Ende zu den Kühen. Also das heißt, das gebe ich euch dann mal als Cliffhanger. Was machen die Kühe? Portugal stellt Bedingungen an die TAP. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass die Lufthansa nicht nur eine Fluggesellschaft übernehmen kann in Europa, dieses Jahr jetzt in kürzerem Zeitraum, sondern auch der zweite Versuch der Lufthansa, die TAP zu übernehmen. Weil, wenn man so Gerüchteküche glauben darf, ist es so gewesen, dass die Lufthansa zusammen mit der United schon vor Corona die TAP übernehmen wollte. Und es ist halt wirklich so, dass man dort nochmal sich das Ganze aber in sicherer Ferne anschaut, wie Carsten Spohr sagt, weil der Staat immer noch keine 100%ige Übernahme haben möchte. Ihr hört das Klingeln in den Ohren, das kennen wir doch aus Italien. Ganz genau. Und das ist halt das, was Lufthansa nicht mag. Und diese Bedingungen sind natürlich ein Problem. Portugal will halt einen strategischen Anteil an der TAP halten. Auf der einen Seite aus der Regierungssicht, natürlich macht das Sinn, weil sie damit in das Geschehen eingreifen können und der Fluggesellschaft vorschreiben können, wo sie hinfliegen, was sie tun und was sie vor allem zu lassen haben. Auf der anderen Seite ist das aber genau das, was diese Fluggesellschaften ja in die Misere bringt. Warum sind sie nicht profitabel? Weil die Politik damit reinredet. Heißt also, wenn eine neue Regierung kommt, dann sind die da natürlich als erstes nicht wirklich richtig erbaut. Und man möchte natürlich auch Bestandsgarantien haben. Das kann ich wieder verstehen, hat man in Italien auch gemacht mit Rom. Man möchte natürlich Lissabon behalten, das ist ganz, ganz wichtig, weil das Drehkreuz für Tourismus, aber auch für die Wirtschaft ist in Portugal. Wäre natürlich blöd, wenn man sich damit abklemmen würde. Man möchte auch natürlich Interessenten haben, die die strategische Bedeutung dieses Ganzen unterstützen und das auch zu würdigen wissen, nur um es mal so gesagt zu haben. Für Südamerika wäre die TAP natürlich tipptopp, muss man natürlich sagen, weil man gerade gegenüber dem SkyTeam oder aber auch, wir sehen ja Iberia zum Beispiel, sogar dem SkyTeam absolut im Hintertreffen ist. Deshalb wäre es eine coole Geschichte. LATAM ist ja inzwischen mit der SkyTeam-Größe Delta verbandelt. Das war ja auch der Grund, warum LATAM da ja dann zum SkyTeam gewandert ist am Ende des Tages. TAM zog nach der Fusion zur OneWorld und dann weiter. Also insofern ist da viel Musik und ich glaube, dass das auch spannend sein kann. So, jetzt denkt dran, den Kanal zu abonnieren, Glocke, Like und vor allem liken. Das ist ganz wichtig, während wir live sind. Die Sonne kommt auch raus. Herrlich, 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 herrlich. Temperaturmäßig, ich denke mal, dass wir jetzt so bei 19 Grad sind. Also es ist okay. Es ist jetzt nicht so wie bei euch in Deutschland, wo ihr schwitzt. Hier auf der Insel war lecker. Ich war heute auch schwimmen im Meer in der Ostsee. Also insofern alles tipptopp. So, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, geht es natürlich um die Condor, was das nächste Thema ist. Die Condor, der Airbus 330, wir erinnern uns, die sind ja als DE 2314 am 2. März von Frankfurt aus nach Mauritius geflogen und da gab es Turbulenzen. Und die Maschine sah danach aus wie nach einem Kriegszustand. Es dauerte 51 Tage, bis die Maschine wieder in den Liniendienst gegangen ist. Und in diesen 51 Tagen hat man natürlich nicht Däumchen gedreht, sondern man hat einmal auf Ersatzteile gewartet. Das war das eine. Und das andere, was wichtig ist, dass man geguckt hat, ob Strukturprobleme da sind. Also das heißt, dass da bei dem Ganzen, wo die Kräfte so roh gewaltet haben, nichts kaputt gegangen ist wesentlich. Deshalb ist die Maschine ja auch länger noch mal auf Mauritius geblieben und dann zurückgeflogen. Was ist denn passiert? Und zwar ist der Bericht von der Unfalluntersuchungsbehörde, der BFU, die solche Sachen macht,
bearbeitet worden und man hat sich mal angeguckt, was da passiert ist. Klassisch werden bei solchen Untersuchungen wird der Flugschreiber, die Crew wird befragt, Passagiere werden befragt, also Augenzeugen. Und darauf wird der erste Bericht gemacht. Und dieser Zwischenbericht ist jetzt rund 3,5 Monate später published worden, also veröffentlicht worden. Die Darstellung der Ereignisse sind dort einmal aufgelistet worden und dann gibt es schon erste Indizien, in welche Richtung das Ganze geht. Also kurz vor dem Start, am Nachmittag hatte man das Wetterradar angeschaltet, ist dann mit dem angeschalteten Wetterradar losgeflogen, hat dann gegen 0:20 Uhr UTC, also das ist Universal Time Coordinated, wir würden es jetzt Greenwich Mean Time, GMT nennen, in schwere Turbulenzen geraten. Die Kabine war abgedunkelt, das heißt also der Service war vorbei, es ist keine Crew mehr durch die Gänge gegangen, um irgendwie Essen zu geben, weil es keinen Service gab. Die Leute haben geschlafen und wichtig war, man war in 39.000 Fuß, irgendwie im Luftraum der Seychellen und dann gab es auf dem Radar Wolken, ich glaube Strato Alto Cumulus, ich muss das ja eigentlich wissen, meine ich, so hießen die, also wirklich hoch, die bis zu 46.000 Fuß hoch gingen. Und diese Wolken waren natürlich Gewitterzellen, die wesentlich, oder Turbulenzzellen, die wesentlich höher waren, als das Flugzeug geflogen ist. Das heißt also, man ist da nicht drüber geflogen und sie wollten drumherum fliegen. Man hatte dann auch die Freigabe angefordert bei der Flugverkehrskontrolle, dass man drumherum fliegen möchte. Hat dann aber nicht die Freigabe, die Clearance abgewartet, sondern ist eigenständig dann weggegangen und hat dann quasi direkt leichte Turbulenzen gehabt. Rund 10 Sekunden wurden die Turbulenzen so heftig, dass man in der Kabine den Cabin Crews den Befehl gegeben haben, dass sie sich Cabin Crew be seated, dass sie sich also hinsetzen müssen, anschnallen und so weiter. Der Co-Pilot hat auch ausgesagt auf der Wetter-App, also beziehungsweise auf dem Wetterradar, ne, dass der ganze Flug über geöffnet und mehrfach aktualisiert hatte, auf dem Ausweichkurs keine Wolkengebiete und Turbulenzen angezeigt worden waren. Kann sein, dass es sich um Clean Air Turbulence hält oder um Blue Sky. Also das heißt, man sieht nichts, es passiert nichts und dann kommt einfach was. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass auch keine andere Maschine irgendeinen Vorfall gemeldet hat. Und nach diesem Vorfall, 8 Minuten danach, hat die Purser auch gefragt, ob Ärzte oder jemand an Bord ist, der helfen kann. Weil wir erinnern uns ja an die Bilder, wo das ist das, was mir wirklich im Hirn eingebrannt ist. Wo man an der Decke gesehen hat, wie noch Haare im Blut klebten und man sich vorstellen kann, mit welcher Kraft jemand aus seinem Sitz da oben eingeschlagen hat. Naja, auf jeden Fall ist man dann rund 2,5 Stunden später in Mauritius gelandet mit dem A330 Neo. Der Rest ist Geschichte. Ob man der Crew Fehlverhalten vorwerfen kann, weil sie nicht irgendwie was abgewartet haben, würde ich eher tendieren dazu nein, weil sie gesagt haben, wir haben da vorne ein Problem, bis die sich geregt haben, machen wir es einfach. Gott sei Dank ist es glimpflich ausgegangen, weil wir ja keinen Passagier haben, der da wirklich tot geblieben ist oder sonst irgendwas. Also insofern da alles gut. Wir haben auch da keine russischen Verhältnisse, wo er jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass er im Gulag oder irgendwo anders dann danach arbeiten muss. Also da nochmal alles in Ordnung. Auch hier wieder von euch die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Hertz. Hertz ist eine Mietwagenfirma, die ich mittlerweile meide wie der Teufel das Weihwasser. Auch wenn ich bei denen den President's Circle als höchsten Status habe. Den habe ich einmal über meine Centurion-Karte von der Amex, habe den aber auch bekommen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe 2 oder 3 Stück davon. Aber ihr könnt den jetzt auch bekommen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen vom Marriott und da stand drin Status Match. Und wenn man genau liest, gibt es nicht nur Status Match, sondern auch für den Platin-Status einen Status Fast Track. Warum meide ich Hertz? Hertz meide ich aus 2 Gründen. Einmal, weil Hertz relativ unprofessionell ist. Heißt, wenn man sich das anguckt, die Vorfälle, wo Passagiere, hätte ich fast gesagt, Mietwagenmieter in den Knast gekommen sind, weil sie angeblich das Auto geklaut haben, obwohl sie den Mietvertrag ordentlich verlängert haben
oder aber das Auto ordentlich abgegeben haben und alles hatten, sind sie in den USA in den Knast gewandert. Oder die andere Geschichte aus Puerto Rico, jemand, der mit dem Führerschein aus Puerto Rico in den USA sein Auto anmieten wollte und die haben gesagt, das erkennen wir nicht an. Interessanterweise miete ich mein Auto in den USA meistens mit meinem deutschen Führerschein an. Ich habe keinen Bock, da irgendwie diesen internationalen rauszuprökeln. Manchmal zeige ich auch meinen UAE-Führerschein oder sonst was. Aber ehrlicherweise habe ich da keinen Bock zur Diskussion. Was in der Puerto Rico-Geschichte natürlich noch blöder ist, ist, dass der Kollege da mit der Polizei noch Stress gekriegt hat. Und es gibt eine interne Geschichte von Hertz, wo auch nochmal dargestellt wird, dass es in Amerika legal ist, mit einem in Puerto Rico ausgestellten Führerschein zu fahren. Quasi so wie ein EU-Führerschein, der auch in Deutschland gilt. Muss man sich das vorstellen wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, jetzt wollt ihr wissen, was für einen Status es gibt. Wenn ihr Platinum Elite seid, und die gibt es ja zum Beispiel über die Marriott Bonvoy Kreditkarte, direkt sofort, kriegt ihr einen Fast Track zu dem 5-Star-Status. Seid ihr Titanium, gibt es direkt den 5-Star-Status ab Initio. Solltet ihr Ambassador sein, heißt also 100 Nächte und 25.000 $ Umsatz, glaube ich, sind es, dann bekommt ihr sogar den President's Circle. Wichtig ist beim President's Circle die Vorteile, man braucht nicht zum Schalter zu gehen, man kann direkt zum Auto gehen, zu diesem Car One Schalter, dann man kann von der größten Auswahl der Fahrzeuge raus das Auto nehmen, was einem gefällt. Man kann auch garantiertes Fahrzeug-Upgrade bekommen. Dann hat man noch einen zusätzlichen Fahrer kostenlos. Man kann die Schlüssel einfach zurückgeben. Das ist wahrscheinlich das Problem gewesen, was die Leute gemacht haben, ohne das Auto zurückzugeben mit einem Zettel, wo drin steht, ich habe das Auto zurückgegeben. Und man bekommt nochmal 50% mehr Gold Reward Plus Points. Ich selber sammle die nicht, aber wer das sammelt, kann das machen. 5-Star ist auch wieder Auto aussuchen, Upgrade kriegt man auch, Fahrer für kostenlos und so weiter. Man kriegt aber 25% der Punkte nur. Wichtig ist natürlich, wenn man da keinen Status hat, dass man damit jetzt diesen Status bekommen kann. Der Fast Track als sonst ist, guck mal, wo ich das gerade sehe, Benefits, Additional Terms. Fast Track ist dort nicht mehr erklärt, aber es steht in dem Feld drin, dass es ein Fast Track ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Viel Text, viel zu lesen. Also wer sich dafür interessiert, sollte noch mal gucken auf der Marriott.com Seite und kann da den Status-Match machen, wenn man das möchte. So, wichtig an dieser Stelle wie immer, nächstes Thema, letztes Thema, bevor ihr dran seid. Und zwar ist das der Deal Zone Deal. Ich muss hier gerade an meinem Notebook die richtige Seite ziehen. Und dann seht ihr auch schon, um welchen Deal es sich handelt. Es handelt sich hier um den Deal von Budapest über Zürich nach Bangkok und zurück nach Budapest. 3.399 €. 40 Tage vor Abflug muss gebucht werden. Buchungsklasse ist natürlich Dora oder Alpha. Ihr könnt, A ist die First-Class-Geschichte von Zürich nach Bangkok hin und zurück oder dann Frankfurt. Ihr könnt natürlich auch Budapest, Frankfurt, Bangkok, Zürich und so weiter zurückfliegen. Geht alles. Dann weiter natürlich, es muss natürlich eine Nacht von Samstag auf Sonntag mit dabei sein. Das sind die wichtigsten Themen. Die Entfernung sind 501 Meilen von Budapest nach Zürich. Von Zürich nach Bangkok sind es 5.632, sind zusammen 12.267 Meilen. Ihr seht, relativ schön und unspektakulär. Was gibt es an Punkten? Hier seht ihr wieder D und Alpha. Da gibt es Air China mit 39.000, 37.252 gibt es bei Miles & More, zuzüglich den 25% Executive Bonus. Dann geht es weiter bei Aegean mit 36.251 bei Air New Zealand. Das ist natürlich ein Fehler. Jetzt wisst ihr, kriege ich wieder meine Beschwerden, weil es kein Nuller ist. Aber auch bei den Freunden von Äthiopien, vorher Aegean, Äthiopien gibt es etwas weniger und dann geht es weiter runter bei ungefähr hier 24.500 bzw. 902 bei SAS. Auch hier nochmal der Hinweis, wer bei SAS Eurobonus sammelt, sollte bei Lufthansa den Flug nehmen. Das heißt also nicht über Zürich fliegen, sondern über Frankfurt fliegen, weil ihr nämlich in der Buchungsklasse A bei der Swiss nur 200% Meilen kriegt.
Das heißt also, wenn ihr über die Lufthansa fliegen würdet, würdet ihr hier in dem Fall auch ungefähr bei den 37.000 in dem Feld liegen. Natürlich ohne den Executive-Bonus. Ganz wichtig. Also es gibt hier Meilen bei Air Canada, Avianca, All Nippon 18.250. Ihr seht es ja. EFA, Cathay Pacific 13.071. Das nur so als Hinweis. Und schon sind wir wieder hier auf der Sendung, haben alle Themen abgearbeitet. Ich kann mein iPad weglegen, kann mit euch jetzt eure Kommentare durchgehen. Schauen wir mal, was ihr so geschrieben habt. Nachdem wir natürlich die Frage des Tages nochmal reintun, ist das Greenwashing? Was sollen die Fluggesellschaften auch tun? Da bin ich mal gespannt, was ihr sagt. So, hallo Glücksdrache. Top aktuelles Thema zum Übergriffe der sogenannten Verbraucherschutzes. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich wäre mal gespannt, was ihr dazu sagen würdet. Hallo Sven, dann einmal Frank, Grüße nach Bremen. Hallo Jörg, dann geht es weiter. Hallo Matthias, dann Ton und Bild sind wunderbar. Hab mir auch sehr viel Mühe gegeben mit der Kulisse. Dann, danke Guido, auch alles gut. Dann, das wissen nur Kanalmitglieder. Kanalmitglieder haben auch meinen Standort gekriegt. Also Kanalmitgliedschaft abschließen. Ab Business Class geht's los, wo diese Informationen geteilt werden. Hallo Roland. So, dann zu wenig CO2 bedeutet gegen Photosynthese bei den Pflanzen. Mit Net Zero wäre ich da wirklich vorsichtig. Na nun gut, es gibt ja andere Themen, wo natürlich CO2 produziert wird. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man das jetzt dem Flugverkehr dazu braucht. Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ich habe auch kein Problem damit, dass wir sauberer werden. Ich habe kein Problem mit Elektroautos, solange man uns nicht aufzwingt, Elektroautos zu benutzen, weil für gewisse Anwendungen funktionieren sie einfach nicht. Überleg mal, ich würde von Helsinki nach Aachen fahren und da mit dem Elektroauto unterwegs sein. Alles schwierig. Und das ist halt einfach das Hauptdilemma, dass es für manche Anwendungsgebiete halt einfach nicht funktioniert. In der Stadt kein Problem. In der Stadt habe ich ja gar kein, ich habe sowieso kein Auto mehr seit 2018. Der Ehrlichkeit halber, weil es sich für mich nicht lohnt. Also insofern, wer in der Stadt wohnt, braucht auch kein Auto. Deshalb bin ich übergegangen, was ich vorher übrigens auch schon gemacht habe, dass ich Mietwagen gebucht habe, so wie ich sie brauchte. Im Sommer einfach ein Cabrio, geil, Wetter, genießen, Halleluja. Oder dann, wenn ich umziehen musste, dann habe ich mir ein SUV geholt oder ich habe ein größeres Auto geholt, mit mehreren Leuten gefahren. In den USA hole ich ja auch je nach Bedarf ein Auto, je nachdem, was ich brauche. Dadurch, dass ich ein bisschen rumfahren will, habe ich einen X7 in Los Angeles gemietet für das nächste Mal. Also insofern das zu dem Thema. Danke Guido, dass es dir gefallen hat. Dann Jörg. Fluggesellschaften können auf der Welt Bäume pflanzen, simpel gesprochen. Ja, nur dieses Bäume pflanzen ist halt das Problem. Wie ist das mit dem Holz? Ist das wirklich ein Kreislauf? Wie lange dauert das? Da gibt es ja auch die Probleme. Und natürlich kann man jetzt sagen, dass wenn man für 6 Euro oder was auch immer da irgendwie was kompensiert, dass das nicht wirklich nachhaltig ist. Weil ein Baum, bis er gewachsen ist, kann jetzt natürlich böswillig auch sagen, dass Kerosin, was verbraucht ist, war ja auch irgendwann mal ein Baum. Ne? Also ihr versteht das Problem. Wobei ich aber ein großer Freund davon bin, dass der Verbrauch reduziert wird. Deshalb. Dann, hallo Tore, hallo Ronny. Wieso findest du das Produkt da etwas besser? Die Sonne blendet mich ins Gesicht, so muss man kurz die Mütze wechseln, die Seite. Findest du die TAP besser vom Produkt bei Lufthansa? Ich habe bei TAP immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil die Crews da natürlich ja schon manchmal ein paar Böcke geschossen haben. Dann Glücksdrache. Exakt im Nordspanien, EU-Land, Sonnenenergie und Meerwasserentsalzungsanlage aufstellen, langsam mit Bodendeckern beginnen. Keine zwischengeschalteten Umweltorganisationen. Ja. Dann, hallo Ingo. Bald werden einige wenige Airlines den gesamten Markt beherrschen. Ja gut, das ist halt so. Das ist so, dass man da ein Downsizing macht. Ich schaue gerade, weil wir gerade hier Lagerfeuer daneben machen, werde ich gleich nochmal hingehen.
Ja, Grill habe ich, Lagerfeuer. Also Grill war eben. Ich habe nicht gefilmt, aber ich muss mal gucken, ob das klappt, weil ich hier mit dem Kabel hänge. Ähm, abwarten, kommt am Ende, Freunde der gepflegten Kunst. So, hallo Freddy, haben bei der Ella genügend Möglichkeiten, ihren Flug zu kompensieren, was sie allerdings nicht tun, beziehungsweise nur ganz wenige, wie man sieht. Also liegt es nur an den Kunden, es zu nutzen? Nein, liegt es nicht. Also da muss ich ja ganz ehrlich widersprechen und nutzen tun es irgendwo 3–4%, je nachdem, welchen Bereich im Konzern man sich anguckt. Aber das liegt einfach daran, dass die Fluggesellschaften das nicht wirklich machen, weil sie intrinsisch das machen, sondern weil sie einfach sagen, sie möchten das machen, weil sie Mainstream sein wollen. Es ist mit vielen Themen, es werden viele Themen gemacht, die einfach gemacht werden, ohne dass man aber wirklich sich damit identifiziert. Und das ist mein Hauptproblem damit. Wenn man es gemacht hätte, dann hätte man es vielleicht so gemacht wie EasyJet. Lustigerweise, NetJets kompensiert jeden Flug. EasyJet hat ja auch bis letztes Jahr, glaube ich, jeden Flug kompensiert. Haben sie auch EasyJet, genau. EasyJet hat das aufgegeben, weil es keiner gemacht hat. Heißt also, wenn man alle Tickets kompensieren würde und man nur noch kompensierte Tickets bekommen könnte, ist das ja was anderes. Aber die Frage ist ja auch, kompensiert das alles oder ist das nur so ein Pseudokompensieren mit diesen Bäumchen, Pflanzen und so weiter? Alles ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, lecker warm, 38, hier ein Traum. Ja, solange die Luft geht und der Wind weht, ist das natürlich in Ordnung. So, meine Vermutung, eventuell von seinen eher gar nicht genügend Kompensationsmöglichkeiten informiert. Kompensation gibt es genug. Also es gibt ja auf der Lufthansa-Buchungsschiene, wenn man kompensiert, genug Hinweise, dass man kompensieren kann. Das ist das. Wenn man aber dann guckt, ob man das mit irgendeinem anderen Dienstleister macht, dann ist das wesentlich billiger. Ich selber habe das bei anderen Dienstleistern mal gemacht und verglichen und so weiter. Und da ist es wesentlich günstiger gewesen. Aber da auch dann ist es günstiger, weil man das Ganze dann über 30 Jahre oder so ein Quatsch streckt. Also das ist ein Problem. Dann geht es weiter. Wenn man eben nicht, was man mit dem Geld wirklich anstellt, obwohl, Moment, okay, das wollte ich euch noch zeigen, sehe auch genau. Herzschmerz, auch noch das mal lernen. Freddy antwortet natürlich, ja, gut sein, ich will nur nicht ausstehen. Er sagt, finde ich, wird man zweimal während der Buchung groß, genau. So ist das. Dann ja, das ist auch so ein Thema. Freddy, direkte Buchung bei Ella. Ich hatte meine Zeit über Reisebüro gebucht. Da wurde nicht. Ja, wir gehen ja jetzt von der Webseite aus. Ne? Also da muss man ja jetzt ehrlich sein. Nee, Gotland ist es nicht. Greenland ist es auch nicht. Auf der LH-Webseite ganz weit unter den Sitzplätzen zu finden, ob man eine Kompensation kaufen möchte. Echte Bäume wären mir lieber. Greenfair. Ich sage nur Greenfair. Dann zack, Tab zwecks den Flugzielen. Ja, das würde Sinn machen, aber da müssen wir das Produkt auch optimieren. Vielleicht Aglegris, vielleicht nennt man es dann das Ganze Portegris. Ich weiß es nicht. So, und dann haben wir noch, naja, die Kunden nutzen es ja nicht so, soll ja keiner heulen. Ist halt schwierig. So, Freunde der Nacht, ihr wolltet ja noch mal sehen, was hier passiert. Ich muss mal gerade gucken, was hier passiert. Ich muss mal einmal vorsichtig sein. Ich muss mal jetzt die Kamera abmachen. Ich hoffe, das wackelt nicht. Jetzt fällt mir das Telefon, was den Sendemast bespaßt, ab. Aber es hat ja relativ gut gehalten. Das Web, alles zärtlich machen, dass nichts passiert. Zack. Und so, das haben wir. Jetzt können wir einmal drehen. Ups, da seht ihr die Leiter. Da vorne ist das Feuer, da kommt der Lärm her. Da laufen die Leute. Einmal winken. Da gehe ich jetzt gleich hin. Jetzt muss man wieder alles so einbauen, dass ich wieder im Bild bin. Ach, immer mit Gefühl. So, zack. Die Kuh beschwert sich auch. Und nun ist das Telefon gefallen. Ich hoffe, das Netz ist nicht weg. Uiuiui. Ah. Alles am Mann, wenn man alleine für euch in der Natur kämpft. So, alles gemacht. Jetzt bleibt stehen. Aber es hat ja bis zum Ende zumindest durchgehalten. Ich halte es jetzt einfach so fest. Danke euch, dass ihr heute Abend bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt kaufen und zum Stammtisch kommen. Also alle Themen abgearbeitet. Jetzt aber raus und bis dann. Vielleicht im Kanalchat nachher noch mehr. Also bis dann. Ciao.